are fully capable of deciding your own destiny. The question you face is... Genau. Ups, genau. Fashion, genau. Komm wieder hin. Oh nein! Oh Gott, ist das cringe. Hey! Ja, es ist soweit. Ich bin endlich mit meinem Skizzenbuch fertig geworden. Gestern, um genau zu sein. Hab dann die letzten paar Tage da noch echt viel reingemalt und hatte ja dann auch Zeit für, weil ich ja dann nicht ständig unterwegs war. Ja, danke Corona. Ja, also ich bin froh, dass ich das dann doch geschafft habe, aber gleichzeitig also auch traurig, weil das Moleskine-Skizzenbuch hat mir halt echt ziemlich gefallen und hatte auch davor schon eins. Hat mich auch ziemlich dran gewöhnt und also jetzt habe ich ein anderes Aquarell-Skizzenbuch, welches mir auch total gefällt, aber das Buch wird mir fehlen. Genau, und zu dem Aquarell-Skizzenbuch habe ich auch ein Video gedreht, könnt ihr mal auschecken. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und vorher muss ich noch sagen, dass das mein erstes Video ist, in dem ich spreche und hoffe, dass das nicht allzu cringe wird und ich da später beim Schneiden nicht sterbe, weil ich kann meine Stimme halt echt nicht so gut leiden und reden tue ich halt eh nicht gerne. Nice. Also ich werde auf jeden Fall noch eine Sketchbook-Tour drehen, aber nur als Flip-Through. Also ohne meine aber ich wollte auch eine richtige Tour machen, weil ich zu ein paar Sachen, also zu bestimmten Seiten, ja noch was sagen und anmerken möchte. So, auf der ersten Seite sieht man, dass ich das Buch im Dezember 2018 angefangen habe. Ich habe da eine lange Zeit viel mit dem Buch gemacht, aber zwischendurch waren da halt auch viele Pausen drin. Hier habe ich mit so ein paar Gouachefarben und Marker ausprobiert. Also auf der ersten richtigen Seite habe ich versucht, so ein bisschen collageartig zu malen. Ja, weil mir das immer ein bisschen schwer gefallen ist, so random irgendwelche Sachen zu malen und die auch schön anzuordnen. Also ja, das wollte ich so ein bisschen üben und hier ist Lil Zan. Genau, die Hose hier habe ich irgendwo auf Instagram gesehen. Fand ich ganz cool und ja, meine beste Freundin hat mir sogar so was Ähnliches mit den Augen hier auch auf eine Hose gestickt und ja, mega nice. Genau, hier so wieder random irgendwelche Skizzen. Das ist einer meiner Lieblingsseiten. Ja, halt so Social Media kritisch. Genau, da habe ich mit Kugelschreiber und gelbem Buntstift gemalt. Und hier sieht man auch wieder diese Hasen. Ja, ich mag das irgendwie, so Tierköpfe auf Menschenkörper drauf zu machen. Hier ein paar Studien. Hier ein paar Pflanzen. Genau, das habe ich jetzt gestern auch noch gemalt. Also hier, das habe ich dann einfach wegradiert, weil mir das nicht gefallen hat. Und da habe ich jetzt einfach gestern dann noch ein bisschen was reingekritzelt. Und das hier ist mit Posca-Marker. Lily Reinhardt with Face Tattoos. Tiger in verschiedenen Stilen. Die habe ich halt auch mal wieder verkackt und konnte das aber da nicht richtig wegradieren und habe dann einfach was drüber geklebt. Diese Seite mag ich eigentlich überhaupt nicht und ja, vielleicht male ich da auch später nochmal was drüber. Meerjungfrauen. Und das hier ist ein Gedicht von Ophelia. Also hier muss ich leider gestehen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was da steht. Ich habe nämlich ganz viele chinesische Modezeitschriften zu Hause und da habe ich mir einfach was rausgepickt. Ja, so ein bisschen sad. Genau, aber das hier, das bedeutet was. Also sie fragt, was los oder
Hier, das ist ein Stempel, das hat mein Vater für mich gemacht. Masken der chinesischen Oper. Da habe ich meinen Traum aufgemalt. Also ich habe geträumt, dass mir Pilze auf dem Hut wachsen. Genau, normalerweise mache ich meiner Freundin direkt nach dem Aufwachen eine Audio und erzähle schnell von meinen Träumen, damit ich sie nicht vergesse. Genau, weil alles aufzuschreiben ist mir dann doch zu anstrengend. Und dann habe ich das irgendwie nicht erklären können und habe es ihr dann quasi aufgemalt. Genau, und das ist mit Aquarellfarben. Und das hier ist mit Kugelschreiber und Posca-Marker. Genau, hier hatte ich meine Phasen mit Skeletten. Aber hier muss ich sagen, dass ich die Skelette von Pinterest abgemalt habe, weil sowas kann ich nicht aus dem Kopf malen und habe das aber dann noch ein bisschen verändert hier mit den Hintergründen. Ja, so ein paar kleine Details habe ich dann schon verändert oder was Kleines dazu geschrieben. Deswegen wollte ich damit nur sagen, dass das nicht 100% von mir ist. Aber das habe ich auch noch gestern gemalt mit Gouache. Einmal hier das ist wahrscheinlich die Venus. Und Starry Night von Vincent van Gogh. Und ich wollte das eigentlich so in diesem, so ein bisschen pixelartig, in diesem Pixel-Style machen. Aber dafür war mein Pinsel leider zu groß und viel zu rund. Genau, und das kennt ihr vielleicht wahrscheinlich schon. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Das Video heißt How I Draw Faces. Könnt ihr auch mal auschecken. Diese Seite, das habe ich auch noch mal gestern gemalt. Das hier, da hatte ich Seminar in Italien. Auf dieser Seite war das halt so, dass wir eine Aufgabe hatten, dass wir uns halt 3 Stunden lang nur in der Natur befinden, ohne mit anderen Leuten zu reden. Also wir mussten alleine in den Wald und durften kein Handy mitnehmen, keine Uhr. Also wir haben jeweils nur eine Flasche Wasser bekommen und ich durfte das Buch halt noch mitnehmen. Genau, und dann mussten wir halt so 3 Stunden lang so in der Wildnis rumsitzen und dann habe ich so ein bisschen das gemalt, was ich so dort im Wald gesehen habe. Und hier, das war mein Lieblingsplatz in Italien mit einem richtig schönen Ausblick. Komische Landschaften mit Filzstiften. Ich habe mir hier Plakate von Fridays for Future aufgeschrieben, die ich irgendwie cool und kreativ fand. An dem Tag bin ich mit meiner Familie nach Peking geflogen und habe die Leute am Flughafen gestalkt und fand es irgendwie total lustig, wie die da so echt fast 3-4 Stunden lang sich irgendwie nicht gerührt haben und nur aufs Handy geglotzt haben und auch teilweise richtig komische Positionen eingenommen haben. Und hier war ich dann schon in Peking und habe dann die Leute in der U-Bahn gestalkt und die Mutter hier hat halt wirklich 2 Handys in der Hand gehabt und das fand ich irgendwie ziemlich lustig. Das ist immer noch in Peking. Straße und hier, das ist der Sommerpalast. Conan Gray und Timothée Chalamet mit Pfirsichen. Call Me By Your Name, bester Film by the way. Genau, und die Pfirsiche habe ich mit Gouache gemalt. Genau, das hier habe ich quasi von Croquis Café. Also die Website könnt ihr auch mal auschecken, das ist eigentlich ganz cool. Mit Buntstift. Genau, hier bin ich einfach irgendwie rumgegangen und habe mir irgendwelche Objekte gesucht und habe die dann einfach abgemalt, weil wie ihr schon merkt, ich male ziemlich viele Menschen
und Porträts und deswegen wollte ich das so ein bisschen üben, so mehr Objekte zu zeichnen und auch weniger von Fotos abzuzeichnen, sondern halt wirklich, was ich wirklich sehe und was wirklich da ist. Genau, hier wollte ich ein paar Stempel machen und habe hier Ideen gesammelt und auf der nächsten Seite habe ich das dann ausprobiert, habe dann aber bemerkt, dass man mit den Steinen nur kleinere Flächen machen kann, wie zum Beispiel hier diesen Blitz oder diese Zähne oder Schriften. Genau, die drei, das hat mein Vater für mich gemacht. Das sind meine Namen. Bei größeren Motiven, wie zum Beispiel hier die zwei, funktioniert das dann wahrscheinlich besser mit Linolplatten oder mit Gummiplatten. Das hier ist inspiriert von den Planeten und Galaxien aus Rick and Morty und Futurama. Und das habe ich auch mit Gouache gemalt. Und das hier mit den Schatten, das habe ich auf Pinterest gesehen und habe das dann in dem Stil quasi so ein bisschen rumexperimentiert mit Licht und Schatten und genau. Aber manche Sachen ergeben auch nicht so Sinn, also das ist alles ein bisschen falsch. Das hier ist meine Lieblingsseite. Hier habe ich meine Lieblingschoreo aufgemalt. Das sind Sean Liu und Casey Rice. Und das Lied ist auch total schön und das ist von Noah Kian und heißt False Confidence. Ich habe letztes Jahr ein FSJ, also ein freiwilliges soziales Jahr in der Töpferei gemacht und habe dafür die Töpferei eine Postkarte designt. Genau, und hier, das sind so meine Arbeitsschritte, wie ich vorgegangen bin. In InDesign habe ich das gemacht. Das hier ist die fertige Karte. Und hier habe ich noch meine Skizze mit den ersten Ideen halt reingepackt. Hier habe ich das erste Mal mit Copic-Markern gemalt und ist aber auch noch nicht richtig fertig, aber die Mark habe ich leider nicht mehr, weil ich habe die damals beim Mappenkurs von jemandem kurz ausgeliehen. Ja, das ist wohl wahrscheinlich die hässlichste Seite, die es hier in diesem Buch gibt, aber die ist witzig. Hier habe ich Perspektivzeichnen geübt. Und hier habe ich auch einfach irgendwie vor mich hingemalt, was mir so in den Sinn gekommen ist. Und das hier, das war der Mappenkurslehrer. Und da hatten wir dann, ich glaube, 10 Minuten Zeit, ihn abzumalen. Das ist mein Schreibtisch. Auch mit Filzstift gemalt. Handstudien. Da hätte ich lieber nicht diese Filzstifte benutzen sollen, weil die waren irgendwie doch ziemlich stark. Ja, da kackt wieder der Perfektionismus. Genau, das ist aus dem Lied von Mac Miller, Good News. Und by the way, ich liebe es, kahle Köpfe zu zeichnen. Und das war auf dem Rückweg im Zug von Amsterdam zurück nach Hause und da haben wir ein Goodiebag vom Hotel bekommen und habe dann hier auf dieser Tüte rumgekritzelt. So, das sind Dinos mit Wachsmalblöckchen. Hier kommt der Wahlschüler zum Vorschein, würde ich mal sagen. Ich habe gerade bemerkt, dass meine Kamera einfach ausgegangen ist. Das heißt, ich muss das einfach nochmal machen.
Okay, also wo war ich stehen geblieben? Also hier habe ich mich inspiriert von 070 Shake mit dem Song I Love When I'm with Friends, But I'm Sad When I'm Alone. Und ja, ich fand den Text einfach so gut. Da habe ich das auf der nächsten Seite, habe ich da quasi das Endergebnis reingeklebt. Genau, und das ist, also das habe ich digital mit Procreate auf dem iPad gemacht. Genau, hier sind wieder Menschen. Da ich hauptsächlich nur Menschen male, zwinge ich mich hin und wieder dazu, auch mal Tiere zu malen. Hier sind so ein paar Ratten. Eine Frau mit einer Ratte. Ja, ich liebe es, irgendwie mit Tattoos zu malen. You can decide. Genau, das ist mit Gouache gemalt. So ein bisschen Fashion. Füßchen. Und hier auf der letzten Seite habe ich mit einem ganz guten Kumpel auf dem See, auf dem Floß gechillt. Und hier auf der ganz letzten Seite wusste ich dann halt auch nicht mehr, was ich malen sollte und habe dann einfach irgendwas rumgekritzelt. Ja, so ein paar Corona-Viren. Ja, und in diesem Sinne, also ich hoffe, es geht euch alle gut draußen. Bleibt safe und gesund und ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ja, und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Bye! Caught like everything is new. The sunburst flowers calling on one day is overdue. But I've caught like everything